Donald Trump promised to hit John Deere with a 200% tariff on any products not made in the U.S. A tariff is effectively a tax on imported goods and can lead to higher prices. Das ist gerade passiert und niemand hat es kommen sehen. John Deere, der kultige amerikanische Agrargigant, hat gerade eine scharfe, öffentliche Warnung an Donald Trump geschickt. Und Trump? Nun, sagen wir einfach, er hat es nicht gut aufgenommen. Tatsächlich hat ein Traktor-Titan den Spitzenkandidaten für die Präsidentschaftswahlen kritisiert. Sollten große Unternehmen in der Politik Stellung beziehen oder neutral bleiben? 1 Kommentar, wenn sie sich äußern sollten, oder 0, wenn sie sich heraushalten sollten. Hier ist genau das, was John Deere sagte und warum es Trump dort traf, wo es am meisten wehtut. Zölle können die Kosten erhöhen, da sie im Wesentlichen Steuern auf importierte Produkte sind. Trump geriet in Aufregung, nachdem John Deere seine Zollpolitik kritisiert hatte. Als John Deere es wagte, Präsident Trump herauszufordern, herrschte Chaos. Der Konflikt war ein regelrechter Krieg um die Vorherrschaft und nicht nur ein verbaler. Was um alles in der Welt könnte John Deere getan haben, um den mächtigsten Mann der Welt zu verärgern? Wie weit wird Trump gehen, um seine Macht zu festigen? Und vor allem, welche Auswirkungen werden all diese Entwicklungen auf Sie und mich haben? Das ist die Initialzündung. In der schnelllebigen Welt der Landwirtschaft und der Wirtschaft sind Überraschungen ungewöhnlich. John Deere verfügt über mehr als 1 Jahrhundert Erfahrung und arbeitet mit Präzision und Vorhersehbarkeit. Dennoch können selbst die erfahrensten Zuschauer von einigen Situationen überrascht werden. Es handelte sich zunächst um eine Standardmitteilung des Unternehmens, wie sie von Aktionären und Analysten bei der Suche nach Finanzinformationen und Entwicklungsideen erwartet wird. Sie enthielt jedoch eine eindringliche Botschaft, die über alle Bereiche und politischen Ansichten hinweg Anklang fand. John Deere, eine bekannte Persönlichkeit im ländlichen Amerika, gab eine Erklärung ab, die einige als direkte Herausforderung der Politik der Trump-Administration verstanden. John Deere hat eine bewusste Entscheidung getroffen. Es war eine Reaktion auf die sich verändernden globalen Handelsbedingungen, die veränderte Nachfrage nach nachhaltiger Landwirtschaft und den zunehmenden internationalen Wettbewerb. In der Welt der Politik, in der viel auf dem Spiel steht, geht die Subtilität jedoch häufig zugunsten der Erzählung verloren. Als die Nachricht zunächst bekannt wurde, wirkte sie wie eine kühne Umarmung moderner Technologie und strengerer Umweltauflagen. Für Trumps Fans und zahlreiche politische Beobachter schien es jedoch eine versteckte Kritik an der Wirtschaftspolitik zu sein, die seine Präsidentschaft geprägt hatte. Trump, der für seine Fähigkeit, sich einzubringen, bekannt ist, betrachtete den Schritt als mehr als nur eine kommerzielle Entscheidung. Sie wurde als direkter Affront, ja fast als Verrat eines Unternehmens betrachtet, das seit langem mit amerikanischer Kreativität und Unternehmungsgeist verbunden ist. Die Bemerkung des Industriegiganten wurde als Präzedenzfall angesehen, der möglicherweise andere Unternehmen und deren Übereinstimmung mit der aktuellen oder früheren Regierungspolitik beeinflussen könnte. Trumps Reaction. Trumps Antwort war explosiv und löste Wellen aus, die sich schnell zu einer Welle entwickelten. Trump stand im Mittelpunkt einer Kundgebung, die an die angespannten Kundgebungen während seiner Präsidentschaftskampagnen erinnerte. In seinen Augen loderten Flammen des Zorns auf, als er sich an die vor ihm versammelte Menge wandte. Die Stimmung war ausgelassen. Die Fans warteten gespannt auf jedes Wort. Trumps Rede, eine Mischung aus Empörung und patriotischem Eifer, stellte die Situation als eine Prüfung des Engagements für die amerikanischen Prinzipien dar. Er rügte John Deere nicht nur für sein Verhalten in letzter Zeit, sondern auch für einen generellen Mangel an Hingabe und deutete an, dass das Unternehmen die Landwirte und Arbeiter, die das Rückgrat Amerikas darstellen, im Stich gelassen habe. Trump beschränkte sich, wie üblich, nicht auf Gespräche. Er wechselte zu Truth Social, seinem bevorzugten Forum, und seine Ansichten erreichten sofort Millionen weiterer Personen. Jeder Tweet war ein Hilferuf, eine dringende Aufforderung an seine Fans, den seiner Meinung nach verräterischen Konzern aufzuspüren. Der Hashtag entwickelte sich zu einem beliebten Thema, wobei die Illoyalität von Deere eines der am heftigsten diskutierten Themen im Internet war. Die Öffentlichkeit war alles andere als gleichgültig. Trumps glühende Anhänger sahen in dem Konflikt ein neues Schlachtfeld im anhaltenden Kampf um die Seele Amerikas. Kritiker hingegen sahen darin nur eine weitere Veranschaulichung von Trumps aggressivem Verhalten, wobei einige bezweifelten,
dass es bei seiner Reaktion tatsächlich um Geschäftspolitik oder eher um persönliche Beleidigung und politisches Gehabe ging. Das politische Schachbrett. Mit dem Fortschreiten des Dramas wurde es schnell zu einem strategischen Schlachtfeld für Politiker auf beiden Seiten der Kluft. Politiker erkannten die Chance, von dem sich zuspitzenden Drama zu profitieren, unabhängig davon, ob sie sich für die Sache einsetzten oder sich von dem Skandal distanzierten. Für Trumps Verbündete war die Botschaft klar: Zusammenstehen gegen den vermeintlichen Verrat von Unternehmen. Diese Unterstützer teilten Trumps Kommentare und verurteilten die Entscheidung von John Deere und ihre Auswirkungen auf die Zukunft der amerikanischen Arbeitnehmer. In der Zwischenzeit waren Trumps Kritiker ebenso fleißig und untersuchten jeden Aspekt der Angelegenheit. Einige sahen darin eine Gelegenheit, John Deere als ein Unternehmen darzustellen, das marktwirtschaftlich denkt und sich an die veränderte Atmosphäre der globalen Geschäftsanforderungen anpasst. Sie fragten sich, ob Trumps Politik wirklich den Industrien geholfen hat, die sie unterstützen und erhalten sollte, oder ob John Deeres Schritte ein Beweis für politisches Versagen sind, das überdacht werden muss. In den Agrarstaaten war die Situation besonders heikel. Viele Landwirte, die auf Maschinen von John Deere angewiesen sind, befanden sich in einer Zwickmühle zwischen Praktikabilität und politischer Aktivität. Für sie war die Veranstaltung mehr als nur ein politisches Spektakel. Sie gefährdete ihre tägliche Ernährung. Würde eine Abstimmung mit Trump ihre Geschäftsbeziehungen mit einem wichtigen Lieferanten von Ausrüstungsgütern schädigen, oder könnte eine Vereinigung mit der neuen Vision von Deere den Weg für eine nachhaltigere Landwirtschaft ebnen? Aufregung und Mutmaßungen in den Medien. Bei einem Kampf dieses Ausmaßes und dieser Komplexität wurde die Medienlandschaft unweigerlich mit Meinungen, Theorien und Analysen überflutet. Kommentatoren griffen den Kampf in allen Medien auf, von Kabelnachrichtensendungen bis hin zu Denkanstößen im Internet. Jede Quelle, ob wohlwollend oder kritisch, fand einen Ansatzpunkt, um zu recherchieren, und konstruierte Geschichten nach dem Geschmack des Publikums. Einige spekulierten über die Auswirkungen auf Trumps politische Zukunft und fragten sich, ob dieser Kampf seine Anhängerschaft aufrütteln würde oder ob er Schwächen aufzeigte, die seine Gegner ausnutzen könnten. Analysten debattierten darüber, ob Trumps Vorgehen taktisch klug war, ein geplanter Versuch, die Unterstützung in ländlichen Gebieten zu stärken, oder ob er unüberlegt handelte und riskierte, wirtschaftsfreundliche Konservative zu verprellen. In der Zwischenzeit konzentrierten sich die Wirtschaftsjournalisten auf John Deere und analysierten dessen Finanzen, die jüngsten Veränderungen im Vorstand und die strategischen Ziele. Die Maßnahmen von Deere werden als Vorläufer größerer Geschäftstrends angesehen, wobei die globalen Marktentwicklungen über die Ausrichtung auf politische Personen, einschließlich wichtiger Personen wie Trump, gestellt werden. Experten diskutierten die Auswirkungen, wobei die Theorien von wirtschaftlicher Notwendigkeit bis hin zu kluger, langfristiger Planung reichten. Influencer und Durchschnittsnutzer trugen gleichermaßen zum Lärm der sozialen Medien bei. Der Streit wurde schnell von Hashtags und Memes aufgegriffen, was die Zugänglichkeit steigerte und die Diskussion polarisierte. Über Nacht explodierten Foren und Kommentarthreads mit Nutzern, die sich auf beiden Seiten der wachsenden Spaltung einig waren. Diese Seite behandelt Gerüchte und Antworten. Das Interesse der Öffentlichkeit nahm mit der Zeit eher zu als ab. Insider sprachen über künftige Entwicklungen, was auf enge Gespräche, interne Auseinandersetzungen bei John Deere und eine mögliche Eskalation durch Trumps Gruppe hindeutete. Gab es einen rechtlichen Aspekt, Drohungen mit der Regulierung, oder gab es geheime Versöhnungsgespräche, die von der Öffentlichkeit unbemerkt blieben? Während die Gerüchte kursierten, kamen Reaktionen von kleineren Unternehmen, Branchenexperten und führenden Persönlichkeiten der Gesellschaft. Viele äußerten sich besorgt über die umstrittene Atmosphäre, erkannten aber auch, dass die Meinungsverschiedenheit als Katalysator für wichtige Diskussionen über die Rolle der amerikanischen Unternehmen in der heutigen politischen Landschaft dienen könnte. Andere äußerten sich besorgt über den Präzedenzfall, der durch solche Konflikte geschaffen wird, und darüber, ob dies Unternehmen mit Sitz in den USA davon abhalten könnte, in Zukunft an politisch sensiblen Gesprächen teilzunehmen. Die Bevölkerung blieb jedoch gespalten. Trotz politischer Differenzen zeigten die Umfragedaten, dass die Unterstützung für eine energischere Unternehmenstätigkeit, die im Einklang mit nachhaltigen Praktiken steht, zunimmt. Die Ergebnisse deuten auf einen grundlegenden Wandel in den Erwartungen der Bevölkerung hin. Ein gemischtes Umfeld, das darauf hindeutet,
dass ein Teil der Bevölkerung zwar Trumps traditionalistische Ideen unterstützte, aber auch bereit war, zukunftsweisende Geschäftsinitiativen zu akzeptieren. Während John Deere in der Öffentlichkeit die Fassade des Business as usual aufrechterhielt, spekulierten Insider über strategische Veränderungen, wie etwa eine mögliche Zusammenarbeit mit umweltfreundlichen Projekten oder sogar Lobbyarbeit hinter den Kulissen, um den politischen Druck zu mindern. Für den Moment schienen beide Parteien fest verankert zu sein und warteten auf den nächsten Schritt der anderen Partei. Die Ursache des Problems. Wenn wir uns näher mit dem Kampf zwischen John Deere und Donald Trump befassen, müssen wir uns mit den grundlegenden Faktoren befassen, die zu der derzeitigen Pattsituation zwischen diesen beiden Schwergewichten geführt haben. Der unauslöschliche Einfluss von John Deere auf die amerikanische Landwirtschaft reicht bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück und bietet eine an Erfindungen und Anpassungsfähigkeit reiche Chronologie. Jahrhunderts zurück und bietet eine Chronologie voller Erfindungen und Anpassungsfähigkeit. Dieses Erbe ist eine Parallele zur Entwicklung der amerikanischen Industrie selbst, einer Reise von den agrarischen Wurzeln des Landes zu einer Ära, die von technologischem Fortschritt und Globalisierung geprägt ist. Während Donald Trump mit dem Versprechen einer Wiederbelebung, die eher auf Idealen als auf Maschinen basiert, auf die politische Bühne stürmte. Sein Engagement für die Wiederherstellung amerikanischer Größe war mehr als nur politische Rhetorik. Es war ein direkter Appell an Unternehmen und Gemeinden, die sich von den Winden des Wandels im Stich gelassen fühlten. Und er versprach, durch eine Politik, die die lokalen Interessen in den Vordergrund stellt, wieder Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaft zu stärken. In diesem Kontext waren Spannungen jedoch unvermeidlich. Die globale Wirtschaft hat sich weiterentwickelt und Handel und Technologie in ihr Gefüge integriert. Für Unternehmen wie John Deere war die weltweite Präsenz keine Option, sondern ein Muss. Die Komplexität globaler Liefernetzwerke und Marktbedürfnisse erforderte eine umfassende weltweite Beteiligung an operativen Initiativen. Selbst wenn das Ziel America First lautete, die von Trumps Regierung verhängten Zölle stellten unmittelbare Hürden dar, da sie darauf abzielten, den vermeintlich unlauteren Wettbewerb zu verringern und gleichzeitig amerikanische Arbeitsplätze zu schützen. John Deere, das für seine Ressourcen und Verkäufe auf globale Netzwerke angewiesen war, musste sich in diesen schwierigen Zeiten zurechtfinden und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen nationaler Zugehörigkeit und internationaler Realität herstellen. Diese Faktoren führten zu Konflikten, da Trumps grandiose wirtschaftliche Ideen regelmäßig im Widerspruch zu den Realitäten moderner Unternehmenspraktiken standen. John Deere reagiert strategisch. John Deere sah sich mit einer direkten Herausforderung durch einen der lautstärksten früheren Präsidenten konfrontiert und geriet in einen Kampf, bei dem viel auf dem Spiel stand. Die ersten öffentlichen Äußerungen waren methodisch geplant, um die Interessengruppen zu beruhigen und jeden Verdacht auf Verrat zu zerstreuen. Deere betonte in seiner Erklärung sein Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit, nicht nur in Bezug auf die Vergangenheit, sondern auch in Bezug auf eine Zukunft, die mit den sich ändernden Anforderungen in der Landwirtschaft im Einklang steht. Intern fanden umfangreiche strategische Gespräche statt. Führungskräfte und Kommunikationsteams arbeiteten unermüdlich daran, die möglichen Folgen für alle Märkte zu erörtern. Ihre Lösung war komplex und zielte nicht nur darauf ab, das aktuelle Problem zu lösen, sondern auch die Grundlage für ein langfristiges strategisches Wachstum zu schaffen, das von innenpolitischen Veränderungen unbeeinflusst bleibt. Die Vernetzung mit anderen Branchenführern wurde zu einem wichtigen Aspekt ihres Ansatzes. John Deere hat diskret Gespräche mit IT- und Nachhaltigkeitsunternehmen aufgenommen, um mögliche Kooperationen auszuloten, die seine Position in einem umweltbewussten Markt stärken könnten. Diese Strategie war intelligent, da sie die wachsende Nachfrage nach grünen Technologien und Maschinen erkannte, die versprachen, die Umweltauswirkungen zu verringern und gleichzeitig effizient zu sein. Darüber hinaus evaluierte John Deere rechtliche und lobbyistische Maßnahmen zur Beeinflussung des Diskurses und der politischen Entscheidungsfindung. Die Zusammenarbeit mit den Gesetzgebern und die Lobbyarbeit für Rahmenbedingungen, die das Wachstum des Sektors fördern, ohne Strafzölle oder Handelsbeschränkungen aufzuerlegen, wurden entscheidend. Das Ziel war klar: Das Unternehmen sollte sich nicht nur als Pionier im Bereich der Maschineninnovation, sondern auch als proaktiver Vertreter einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Unternehmensführung etablieren. Trumps nächster Schritt.
Nach der Reaktion von John Deere ging Donald Trump mit der Präzision und Unberechenbarkeit vor, die seinen politischen Stil ausmachen. Trump wusste, wie wichtig es war, dieses Thema im Rampenlicht zu halten und es zu nutzen, um seine Anhänger zu mobilisieren und sein politisches Narrativ zu stärken. Trumps Mitarbeiter haben sicherlich überlegt, welche Vorteile eine Verschärfung seiner Rhetorik unter 4 Augen hätte. Sollten sie mehr Druck ausüben, vielleicht mit Hilfe von Regulierungsmechanismen, um Deere dazu zu bringen, sich seiner Wirtschaftspolitik anzupassen? Oder wäre es effektiver, die Aufmerksamkeit auf andere Unternehmen mit einer ähnlichen Haltung zu lenken? Die Aufgabe bestand darin, ein Gleichgewicht zwischen der Reaktion auf schnelle Schlagzeilen und dem Erreichen größerer strategischer Ziele zu finden und gleichzeitig das öffentliche Image zu prägen. Während seiner Auftritte verstärkte Trump seine Darstellung eines Amerikas, das vom Verrat der Unternehmen heimgesucht wird. Er betonte die Notwendigkeit, wachsam zu bleiben, und stellte den Krieg als einen größeren symbolischen Kampf gegen globalistische Interessen dar, die die amerikanische Identität zerstören. Diese Technik diente dazu, seine Anhänger zu versammeln und die politische Debatte in einem für seine Sache günstigen Licht erscheinen zu lassen. Trumps Herausforderungen waren zahlreich. Der direkte Kontakt zu den landwirtschaftlichen Erzeugern half ihm, sich als Verteidiger der amerikanischen Landwirte zu positionieren, trotz der Kritik an der Politik, die in einigen Fällen wirtschaftliches Leid in der Branche verursacht hatte. Indem er sich auf seine Vision zur Wiederbelebung der amerikanischen Industrie konzentrierte, hoffte er, die Unterstützung der Basis zu erhalten, selbst wenn diese Erzählungen den tatsächlichen wirtschaftlichen Einschätzungen widersprachen. Verschiedene Branchen bekamen die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses politischen Kampfes der Unternehmen zu spüren. In der Landwirtschaft herrschte große Unsicherheit, da die Akteure, vom einzelnen Landwirt bis zum Großproduzenten, über die Folgen für Maschinenkosten, Handelsallianzen und Marktzugänglichkeit diskutierten. Multinationale Unternehmen und Wirtschaftsblöcke verfolgten die Ereignisse genau und nutzten die Konfrontation zwischen John Deere und Trump als Modell, um die Risiken zu verstehen, die mit der Verschmelzung von Unternehmensaktivitäten und politischen Loyalitäten verbunden sind. In einer Zeit, in der sich das politische Klima ändert, stellt sich die Frage, wie Unternehmen ihre Loyalitäten im Inland und ihre Aktivitäten im Ausland strategisch miteinander in Einklang bringen können. Auch die Anleger haben ihre Taktik entsprechend angepasst. Analysten warnten vor wahrscheinlichen Marktturbulenzen, insbesondere in Branchen, die auf technologische Innovationen und Umweltgesetze angewiesen sind. Das Engagement von Deere für nachhaltige Methoden brachte sowohl Möglichkeiten als auch Probleme mit sich. Während das Unternehmen bei Umweltschützern und fortschrittlichen Marktsektoren Anklang fand, stieß es bei traditionalistischen Gruppen, die einem schnellen Wandel ablehnend gegenüberstanden, auf Misstrauen. Über den lokalen Kontext hinaus trug diese Konfrontation zu einer breiteren Diskussion über Globalisierung und Nationalismus bei und unterstrich das heikle Gleichgewicht, das Unternehmen finden müssen, wenn patriotischer Eifer mit globalen wirtschaftlichen Erfordernissen kollidiert. Das Gespräch war mehr als nur geschäftlich. Es bot einen tiefen Einblick in die Art und Weise, wie moderne Unternehmen das sich verändernde politische Klima beeinflussen oder von ihm geprägt werden. Während John Deere und Trump diesen öffentlichkeitswirksamen Konflikt austrugen, beobachteten Beobachter die Veränderungen in der Strategie, der Politik und der Marktdynamik und waren sich darüber im Klaren, dass die Lösung nicht nur die direkt Beteiligten betreffen, sondern auch Präzedenzfälle für künftige Überschneidungen von Politik und Unternehmensentscheidungen schaffen würde. Der Streit zwischen John Deere und Donald Trump entwickelte sich schnell von einem Unternehmensstreit zu einem nationalen Streit und löste im ganzen Land Gespräche und Debatten aus. Diese Auseinandersetzung, die ein Beispiel für die zunehmende Reibung zwischen alten Unternehmen und neuen politischen Landschaften ist, weckte das öffentliche Interesse und die Besorgnis in einer Zeit, in der nationale Identitätsmythen auf den Prüfstand gestellt wurden. Die Auswirkungen waren im ganzen Land beträchtlich, insbesondere im Mittleren Westen, wo die Landwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Diese Dörfer, deren John Deere-Traktoren so allgegenwärtig sind wie die Felder selbst, wurden unerwartet in eine Debatte über Loyalität, Fortschritt und die Zukunft der amerikanischen Industrie hineingezogen. In den örtlichen Rathäusern und Gemeindeversammlungen kam es zu hitzigen Auseinandersetzungen, während sich die Bürger mit den Konsequenzen auseinandersetzten. Waren die politischen Maßnahmen, die von einigen als Schutzmaßnahmen geschätzt wurden,
wirklich vorteilhaft für diese Gebiete oder schränkten sie unwissentlich das Wachstum ein? Politische Vertreter auf allen Ebenen, von Stadträten bis hin zu Gouverneuren, vertraten unterschiedliche Meinungen. Einige unterstützten Trumps Kritik an den amerikanischen Unternehmen, während andere auf eine Strategie drängten, die Innovation und globale Beteiligung schätzt. Diese Diskussionen umfassten nicht nur wirtschaftliche Belange, sondern auch kulturelle Einstellungen, die lokale Loyalitäten und politische Zugehörigkeiten in Frage stellten. Für die Demokratische Partei, die sich im Allgemeinen mehr um ökologische Nachhaltigkeit und die Rechenschaftspflicht von Unternehmen bemüht, bot die Situation sowohl eine Chance als auch eine Schwierigkeit. Einerseits bestand die Möglichkeit, sich für noch strengere Umweltvorschriften und die Rechenschaftspflicht von Unternehmen einzusetzen. Andererseits bestand das Risiko, die Arbeiterbasis zu verprellen, um die sie sich intensiv bemüht hatten. In der Zwischenzeit waren die Republikaner gezwungen, ein Gleichgewicht zu finden, da wirtschaftsfreundliche Mitglieder der Partei die langfristigen Folgen von Trumps starker Position zu einem entscheidenden Merkmal der amerikanischen Landwirtschaft in Frage stellten. Medienanalyse. In den Medien beherrschte das Drama um John Deere und Trump die Radio- und Internetplattformen. Analysten, Reporter und Experten nahmen jedes neue Ereignis unter die Lupe. Jeder bereit, die nächste dramatische Schlagzeile oder tiefgreifende Analyse zu liefern. Einige befassten sich mit den weiterreichenden Auswirkungen von Unternehmensaktivitäten auf die Klimapolitik und Innovation, während andere sich auf Trumps politische Manöver und seine anhaltende charismatische Macht konzentrierten. Die großen Nachrichtensender, die häufig entlang der Parteigrenzen gespalten waren, berichteten über den Konflikt und bewerteten ihn aus einer Perspektive, die ihren Zuschauern entgegenkam. Sender, die mit Trumps Weltanschauung sympathisieren, wiederholten seine Äußerungen, indem sie das Vorgehen von Deere als Symbol für ein größeres Problem darstellten, den mangelnden Unternehmenspatriotismus der amerikanischen Wirtschaftselite, die ausschließlich vom Profit getrieben ist. Umgekehrt waren Publikationen, die mit liberaleren Ansichten verbunden sind, bestrebt, die möglichen Umweltvorteile und die unternehmerische Stärke hervorzuheben, die notwendig ist, um sich angesichts des politischen Drucks für Nachhaltigkeit einzusetzen. Sie skizzierten die möglichen Vorteile des Ansatzes von Deere und stellten ihn als notwendige Anpassung an die Erfordernisse des Klimas dar, die für die langfristige Gesundheit des Unternehmens und der Welt von entscheidender Bedeutung ist. Die öffentlichen Debatten in den sozialen Medien waren äußerst aktiv, mit Hashtags, die sich ständig änderten, während Einzelpersonen teilnahmen, unterstützten oder widersprachen. Die Stimmen reichten von erfahrenen politischen Analysten bis hin zu Landwirten, die direkt von der politischen Atmosphäre betroffen waren, und jeder brachte seine eigene Sichtweise ein, um eine digitale Agora der modernen Konversation zu schaffen. Über die Politik hinaus beeinflusste die Geschichte auch größere kulturelle Debatten über den Platz von Unternehmen in der Gesellschaft. Die Geschichte rückte das Gleichgewicht zwischen Profit, sozialer Verantwortung und den Erwartungen der Verbraucher in den Vordergrund. Wissenschaftler und Wirtschaftsethiker verfassten Stellungnahmen, die in Universitätskursen diskutiert wurden, und ein tieferes Nachdenken über die Verantwortlichkeit von Unternehmen und ihre Rolle bei der Festlegung gesellschaftlicher Normen und Erwartungen auslösten. Der menschliche Blickwinkel. Inmitten der wirbelnden Argumente über Politik und Wirtschaftsstrategie fügten die Stimmen der einfachen Leute, die am Scheideweg dieses Streits standen, der Diskussion einen wichtigen menschlichen Aspekt hinzu. Die Landwirte, die das Rückgrat der amerikanischen Landwirtschaft bilden, gehören zu denjenigen, die am unmittelbarsten von den Veränderungen betroffen sind, die der Konflikt zwischen John Deere und Trump mit sich bringt. Die Besucher ländlicher Orte wurden Zeuge verschiedener Perspektiven. Gemeindemitglieder tauschten in Kleinstadtcafés und auf lokalen Messen ihre Erfahrungen aus und brachten dabei echte Sorgen, Optimismus und Zweifel zum Ausdruck. Für die ältere Generation der Landwirte, die mit den Maschinen von John Deere aufgewachsen ist, war die Loyalität sowohl von Nostalgie als auch von Notwendigkeit geprägt. Traktoren und Mähdrescher sind mehr als nur Geräte. Sie stehen für jahrzehntelange Bemühungen und Erfolg. Jüngere Landwirte zeigten ein ausgeprägtes Verständnis für beide Seiten des Arguments, da viele von ihnen in nachhaltigeren Techniken und technologischen Verbesserungen geschult worden waren. Für sie war der Übergang zu ökologischer Nachhaltigkeit weniger eine Option als vielmehr eine Notwendigkeit, wenn auch eine, die sorgfältig gesteuert werden musste.
um sicherzustellen, dass die Einnahmen nicht gefährdet wurden. Es gab mehrere Gelegenheiten zur Interaktion. Bei Gemeindeversammlungen und landwirtschaftlichen Konferenzen in Iowa, Illinois und Nebraska gab es hitzige Debatten über die Zukunft der Landwirtschaft. Bei diesen Gesprächen ging es nicht darum, Einzelpersonen wie Trump oder Firmen wie Deere zu unterstützen oder zu bekämpfen, sondern darum, produktive Diskussionen darüber zu führen, wie sich Gemeinden an die sich verändernden Landschaften der Landwirtschaft und des Handels anpassen und darin überleben können. Bemühungen um Deeskalation. Die zunehmend hitzigen Gespräche zwischen John Deere und Donald Trump machten deutlich, wie wichtig es ist, das Thema zu deeskalieren. Hinter den Kulissen erkannten Führungskräfte des Unternehmens, politische Einflussnehmer und Agrarlobbyisten die Notwendigkeit, einzugreifen, da sie wussten, dass eine Ausweitung der Meinungsverschiedenheiten langfristige Folgen nicht nur für die betroffenen Parteien, sondern auch für das gesamte wirtschaftliche Umfeld haben könnte. Die Führung von Deere leitete diskret den Prozess der Versöhnung ein und ließ sich dabei von Unternehmen inspirieren, die politische Herausforderungen erfolgreich gemeistert hatten. Deere-Führungskräfte nahmen heimlich Kontakt zu Schlüsselpersonen in Trumps Gefolge auf. Dabei ging es nicht darum, sich offen zu unterwerfen, sondern vielmehr darum, eine gemeinsame Basis zu finden, auf der die langfristigen Ziele des Unternehmens und Trumps Vision für die amerikanische Wirtschaft zum Nutzen beider Parteien nebeneinander bestehen können. Dritte Vermittler und mächtige landwirtschaftliche Interessengruppen spielten eine wichtige Rolle bei der Förderung von Gesprächen zwischen den beiden Lagern. Diese Vermittler, in der Regel mächtige Akteure mit Verhandlungsgeschick, versuchten, die Sprache der Unternehmen und das politische Getöse in konkrete Schritte in Richtung eines Konsenses zu verwandeln. Ihre Bemühungen betonten die Möglichkeit von für beide Seiten vorteilhaften Ergebnissen und zeigten auf, wie Trumps America First-Haltung und die erfinderischen Ziele von Deere harmonisch miteinander verbunden werden könnten. Darüber hinaus versuchten Trumps strategische Berater, seine öffentlichen Äußerungen abzumildern, indem sie eine Strategie forderten, die den Schwerpunkt von der Konfrontation auf größere wirtschaftliche Gespräche verlagerte, die mit seinen allgemeinen politischen Zielen im Einklang standen. Sie waren der Meinung, dass sie die Konflikte in ein gesundes Gespräch über die Zukunft des Landes umwandeln könnten, indem sie die Erzählung auf Themen wie wirtschaftliche Befähigung und technische Führung verlagern. Langfristige Implikationen. Als die unmittelbare Aufregung, die durch den Zusammenstoß verursacht wurde, abzuflauen begannen die Beteiligten, die langfristigen Auswirkungen einer solch öffentlichkeitswirksamen Konfrontation zu untersuchen. Infolge der Geschichte erzielten mehrere Branchen bedeutende Fortschritte in ihrem Verständnis von Unternehmensstrategie, politischer Beteiligung und nationaler Identität. Im Falle von John Deere zeigte die Erfahrung, wie schwierig es ist, das Gleichgewicht zwischen Innovation und Tradition aufrechtzuerhalten. Bei den Zukunftsplänen des Unternehmens musste berücksichtigt werden, dass die langjährige Markentreue des Unternehmens erhalten bleiben und gleichzeitig eine Anpassung an die neuen Anforderungen der Nachhaltigkeit und die Herausforderungen des globalen Marktes erfolgen sollte. Diese Veränderungen führten zu verstärkten Investitionen in Technologien wie die Präzisionslandwirtschaft, die eine Steigerung der Effizienz bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltauswirkungen versprachen. Diese Entwicklungen sorgten dafür, dass Deere auch in Zukunft eine entscheidende Rolle in der immer komplexer werdenden Agrarszene spielen würde. Als Ergebnis der Ereignisse hatte Trump ein besseres Verständnis für die Komplexität, die zwischen Staat und Industrie besteht. Wenn man es mit Unternehmen zu tun hat, die wirtschaftliche Macht und sozialen Einfluss ausüben, zeigte die Begegnung die Grenzen der feindseligen Sprache im Verlauf der Interaktion auf. Es ist ziemlich sicher, dass dieses Verständnis eine wichtige Rolle bei der Gestaltung seiner zukünftigen Kontakte mit Corporate America spielen würde. Seine Absicht war es, politische Ziele mit den Realitäten des Marktes zu verbinden und so eine Politik zu gewährleisten, die sowohl den wirtschaftlichen Fortschritt als auch den nationalen Zusammenhalt förderte. Der Konflikt hatte weitreichende Auswirkungen auf Unternehmensvorstände und Strategen in verschiedenen Branchen. Die Erkenntnis, dass politisches Klima und geschäftliche Entscheidungen miteinander verflochten sind, führte zu einer Bewegung in der Unternehmenstaktik hin zu sozial verantwortungsvolleren und transparenteren Praktiken. Als die Unternehmen versuchten, die komplexen Anforderungen von Kundenerwartungen, staatlichen Gesetzen und ökologischer Nachhaltigkeit zu bewältigen,
wurde die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen den Interessen der Aktionäre und ethischen Überlegungen zu einer Priorität. Dieser Konflikt führte zu weiteren Gesprächen über die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Interaktion zwischen Unternehmen und Regierungen. Politische Analysten und Gesetzgeber haben sich mit den Rahmenbedingungen befasst, die die Verantwortung von Unternehmen fördern und gleichzeitig Innovationen und wettbewerbsfähige Märkte schützen. Zu den diskutierten Themen gehörten gesetzgeberische Maßnahmen, die Anreize für Nachhaltigkeit schaffen sollten. Diese Initiativen spiegeln die zunehmende Bedeutung von Umweltfaktoren bei der Formulierung der Wirtschaftspolitik wider. Mögliche Lösungsansätze. Es gab verschiedene Möglichkeiten, die diskutiert und ausgehandelt wurden, um zu einer für alle Beteiligten vorteilhaften Lösung zu gelangen. Der Weg zu einer Einigung war nicht klar. Beide Seiten wussten, was auf dem Spiel stand. Nicht nur für die PR, sondern auch für die Schaffung von Präzedenzfällen für zukünftige Konfliktlösungen. Initiativen, die eine gemeinschaftliche Erfindung beinhalten, haben das Potenzial, eine geeignete Lösung zu sein. John Deere empfahl, mit Bildungseinrichtungen und Regierungsorganisationen zusammenzuarbeiten, um die Forschung und Entwicklung im Bereich umweltverträglicher landwirtschaftlicher Techniken voranzutreiben. Das Unternehmen war der Ansicht, dass es durch die Einbeziehung von Akteuren aus dem öffentlichen und privaten Sektor sein Engagement für den Ausbau des Agrarsektors in den Vereinigten Staaten unter Beweis stellen und gleichzeitig sein Image und seine Position auf dem Markt stärken könnte. Eine weitere Option sind mögliche politische Änderungen auf Bundesebene, die ein Gleichgewicht zwischen Trumps wirtschaftlichem Nationalismus und der globalen Realität, mit der Unternehmen wie Deere konfrontiert sind, herstellen. Die Gewährung finanzieller Anreize für Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die sowohl in die heimische Produktion als auch in umweltfreundliche Technologien investierten, wurde zu einem Konsenspunkt, der das Bemühen der Regierung um ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Zielen und ökologischer Verantwortung verdeutlichte. Darüber hinaus versuchten Mitglieder beider Parteien im Kongress, eine Atmosphäre zu schaffen, die Unternehmen, die umweltfreundliche Technologien einsetzten, stärker unterstützte. Die Gesetzgeber wollten das Wachstum fördern und sich gleichzeitig mit den Problemen des Klimawandels befassen. Sie taten dies, indem sie Steuervorteile, finanzielle Möglichkeiten und eine Lockerung der Vorschriften für Sektoren anboten, die mit den heutigen Umweltstandards in Einklang standen. Als Teil ihres Konzepts zur Einbindung der Gemeinden starteten die lokalen Regierungen, die sowohl von den Unternehmen als auch von der Führung der politischen Parteien beeinflusst wurden, ebenfalls Initiativen, um die landwirtschaftlichen Familienbetriebe bei der Umstellung auf umweltfreundlichere Techniken zu unterstützen. Mit diesem Engagement wurden nicht nur wirtschaftliche und ökologische Belange angesprochen, sondern auch die Stellung von Deere und anderen Unternehmen in der expandierenden Landwirtschaft gefestigt. Das Erbe des Konflikts. Als sich der Staub gelegt hatte, wurde es unumgänglich, über das Vermächtnis des John Deere und Trump-Dramas nachzudenken, das Einblicke in die sich ständig verändernde Dynamik des modernen Amerikas bot. Die Lösung des Konflikts, die durch Gespräche und gegenseitiges Verständnis erreicht wurde, verdeutlichte die Kraft der gemeinsamen Problemlösung in einer Gesellschaft, die sich zunehmend polarisiert. Für John Deere diente die Tour als Erinnerung daran, dass Anpassungen nach wie vor unerlässlich sind, um in einer sich ständig verändernden Marktlandschaft erfolgreich zu navigieren. Und sie diente als Bestätigung der Mission des Unternehmens, Pionierarbeit für den landwirtschaftlichen Fortschritt zu leisten. Das ansprechende Engagement des Unternehmens für Innovation lieferte einen Fahrplan für künftiges Wachstum, der sowohl auf traditionellen als auch auf zukunftsweisenden Taktiken basierte. Für Trump bedeutete das Ereignis eine Erweiterung seines politischen Arsenals, denn er lernte etwas über Diplomatie, die Beteiligung von Unternehmen und die Fähigkeit, ein Gleichgewicht zwischen starker Führung und Konsensbildung zu finden. Sein Ansatz und seine Sprache wurden durch diese Entdeckungen geprägt, die ein Bild der Vereinigten Staaten von Amerika als eine Nation zeichneten, die Innovationen begrüßt, ohne ihre Grundprinzipien zu gefährden. Über die unmittelbare Konfliktarena hinaus fanden die weitreichenden Folgen dieser Geschichte auch bei Einzelpersonen und Gruppen Anklang, die nicht direkt in den Kampf verwickelt waren. Menschen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt setzten sich für die Berücksichtigung des sozialen Rahmens ein, der die wirtschaftliche,
ökologische und kulturelle Widerstandsfähigkeit unterstützt. Durch das Gespräch, das auch die Bedeutung von Verständnis, Kompromissbereitschaft und strategischer Weitsicht hervorhob, wurde das Wissen über die synergetische Verbindung zwischen Politik und Wirtschaft vertieft. John Deere ist seit Jahrzehnten eine Stütze des ländlichen Amerikas. Wenn Sie sich also äußern, wissen Sie, dass es ernst ist. Und Trumps Reaktion hat die Dinge vielleicht nur noch mehr ins Chaos gestürzt. Was glauben Sie? Für wen die amerikanischen Landwirte Partei ergreifen werden? Für die Marke, der sie seit Generationen vertrauen? Oder für den Politiker, der Versprechungen macht? Schreiben Sie uns in den Kommentaren. Wenn dieser Showdown deine Aufmerksamkeit erregt hat, dann gefällt dir dieses Video. Drücke den Abo-Button und klopfe auf die Glocke, denn dieser Kampf hat gerade erst begonnen.